Während sich die meisten Reiseuhren, also solche mit GMT-Funktion oder Weltzeitanzeige, bei Funktionsprinzip und Design recht ähnlich sind, hat Parmigiani Fleurier eine echte Innovation im Programm. Die Tonda PF GMT Rattrapant wirkt zuerst wie eine noble Zweizeigeruhr, offenbart jedoch auf Knopfdruck ihre geheime zweite Zeitzone. Wir zeigen die neueste Variante mit Zifferblatt in Pastellgrün, auch Verzaska genannt. In der beeindruckenden Natur des Schweizer Kantons Tessin fließt der Verzaska, ein beinahe unberührter Fluss, der in den berühmten Lago Maggiore fließt und durch sein grünes Wasser eine ganz besondere Magie ausübt. Der Fluss und seine Farbgebung hat den Designern von Parmigiani Fleurier als Inspiration für eine neue Variante der genialen Reiseuhr Tonda PF GMT Rattrapant gedient, deren Bezeichnung in dieser Version folgerichtig um Verzaska ergänzt wird. Ihr Geheimnis klären wir gleich im Detail. Zuerst schauen wir uns das fein gearbeitete Zifferblatt an, welches ein besonderes Highlight der Neuheit darstellt. Es wird bei Parmigiani Fleurier nicht etwa geprägt, sondern noch auf traditionelle Art und Weise per Hand guillochiert, was bedeutet, dass die feine Struktur, die hier Grain d'Orge genannt wird, in das Material hineingefräst wird. Je nach Lichteinfall sorgt der Glanz der galvanisch erzielten Farbgebung und der Schattenwurf der Struktur für ein lebendiges Farbenspiel auf dem Zifferblatt. Es wird um aufgesetzte Stundenmarker und eine umlaufende und vertiefte Minuterie am äußeren Rand ergänzt und die Zeiger bestehen aus massivem Weißgold. Beim Gehäuse mit 40 mm Durchmesser und einer Höhe von nur 10,7 mm handelt es sich zwar hauptsächlich um Edelstahl, die kanalierte Lünette jedoch besteht bei der Tonda PF GMT Rattrapant aus 950er Platin. Ein teures Edelmetall, welches durch seinen besonderen Glanz gewählt wird. Vom Feinsten ist bei Parmigiani neben dem Uhrwerk, welches wir gleich noch genau unter die Lupe nehmen, auch die allgemeine Verarbeitungsqualität, was sich auch auf das Gehäuse bezieht, welches mit anspruchsvoll bearbeiteten Oberflächen, die abwechselnd fein gebürstet oder spiegelglatt poliert sind, bezieht. Gleiches gilt auch für das integrierte Armband mit zweiteiliger Faltschließe, die auch mit dem Parmigiani Fleurier Logo versehen ist und akkurat abschließt. Das versprochene Geheimnis dieser Tonda PF Ausführung offenbart sich beim auf der linken Seite im abgesetzten Bandanstoß eingelassenen und formschön angepassten tropfenförmigen Drücker sowie der Krone, die ebenfalls abgesetzt in Roségold einen runden Drücker in sich trägt. Wird der linke Drücker betätigt, springt der Stundenzeiger als Marker für die Lokalzeit um eine Stunde weiter. Darunter jedoch liegt ein weiterer, vorher verborgener Zeiger aus Roségold und zeigt weiterhin die Heimatzeit im 12-Stunden-Format an. Durch die verschiedenen Materialien sind die dann auf einen Blick zu unterscheiden. Wegen der Möglichkeit, den Stundenzeiger schrittweise weiterzuschalten, geht die Korrektur der Lokalzeit bei einem Zeitzonenwechsel wirklich extrem mühelos von der Hand und ist in wenigen Sekunden erledigt. Eine ganz normale Korrektur der Uhrzeit über die Krone ist weiterhin möglich, sollte die Uhr beispielsweise stehen bleiben. Wie hier gezeigt, bleibt der Stundenabstand zwischen den beiden Stundenzeigern dabei natürlich erhalten. Das Innovative an der Konstruktion jedoch steckt schon im Namen der Haute Horlogerie Reiseuhr, denn bisher nicht thematisiert habe ich den Kronendrücker auf der rechten Seite. Rattrapant oder auf Deutsch wörtlich einholen oder einfangen oder fachlich Schleppzeiger bezieht sich üblicherweise auf Chronographen, die in der Lage sind, einen ebenso versteckten zweiten Sekundenstoppzeiger unabhängig anzusteuern, um Zwischenzeiten zum Beispiel im Sport messen zu können. Auf dieser Schleppzeiger-Idee basiert dann auch Parmigianis geniale Reiseuhr. Betätigt man nämlich den Drücker rechts, etwa weil man wieder in die Zeitzone der Heimat zurückkehrt, springt der weißgoldene Stundenzeiger augenblicklich über den roségoldenen Zeiger zurück und versteckt ihn wieder hinter sich. So sieht man den zusätzlichen Zeiger nur, wenn man ihn braucht, also wenn man auf Reisen ist oder eine zweite Zeitzone beobachten will. Ermöglicht wird diese Funktionsweise vom markeneigenen Manufakturkaliber PF051, welches sich, wie hier gezeigt, unter einem Sichtboden aus Saphirglas präsentiert. Neben der innovativen Zeitzonenfunktion mit Schleppzeiger für die Stunden
überzeugt es besonders bei der Dekoration bzw. Finissage. Der Mikrorotor aus Massivgold und ebenfalls handguillotierter Verzierung mit Grand d'Orge Muster versorgt das Hemmungssystem mit Schwungfrequenz von 21.600 Amplituden pro Stunde bis zu einer maximalen Gangreserve von 48 Stunden mit Energie. Die freischwingende Unruh ist mit verstellbaren Gewichten für die Feinreglage ausgestattet und das Werk wird in insgesamt 5 Lagen einreguliert, um maximale Präzision zu erreichen. Feine Genfer Streifen und handanglierte Kanten bei Brücken und Platinen sowie eingelassene goldene Beschriftung und das Markenlogo werden um die traditionelle Perlage im Hintergrund ergänzt. Die gezeigte Variante kostet, wie auch die anderen Modelle mit Zifferblättern in Taub oder Dunkelblau, 32.400 €. Es gibt aber noch eine Variante mit Gehäuse und Band aus Roségold, die dann etwas mehr als das Doppelte kostet. Was haltet ihr von der spannenden Konstruktion mit versteckter zweiter Zeitzone? Lasst mich das doch in den Kommentaren wissen. Ein weiteres Video gibt's direkt hier, vielleicht hören wir uns da ja wieder. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.